Okay, ich glaube, wir werden dann langsam anfangen. Ich glaube, es gab auch Störungen, einen Link zu bekommen per E-Mail. Also ja, ich weiß nicht, ob es Samstagabend ist oder wirklich irgendwelche Fälle, aber hoffentlich kommen noch mehr Leute dazu. Also vielen Dank, dass Sie diese Zeit genommen haben am Wochenende, um hier zu sein. Wir wissen das sehr zu schätzen. Und ich habe schon erste 2 Fragen und die sind, ob Sie unser Kunde sind bereits, also ob Sie eine Antenne schon haben oder Autolenkungssystem oder sind Sie neu und hören Sie, ich weiß nicht, zum ersten Mal über FieldBee. Sie können das gerne dann im Chat schreiben. Es ist für uns sehr interessant. Nico ist neu, sehr schön. Wir freuen uns immer besonders, wenn wir neue Leute dabei haben. Unsere Kunden kommen auch gern, um zu hören über Updates oder was Neues kommt. Nils auch? Ja, gut. Echo, okay. Christian hat schon Antenne und Lenkmotor und Christoph neu. Okay, schön. Also falls man noch irgendwelche Fragen hat, kann man sich gleich Christian merken und vielleicht dann über Erfahrungen fragen. Gregor Holland, ja, sehr schön, Sie hier heute zu sehen. Okay, und ich glaube, dann werden noch Leute dazukommen und vielleicht dann auch dazu schreiben. Und heute gibt es eine einzigartige Möglichkeit. Unser Generaldirektor von FieldBee, Michael Utkin, hat die Zeit genommen und wollte am Anfang ein paar Wörter sagen über das Unternehmen. Und ja, also ich werde dann das Wort übergeben. Mihailo, можете починати. Good evening, everyone. Guten Abend. My name is Michael Utkin, and together with Alexei Bogotaryov, we have founded this company 6 years ago. Bringen wir neue Funktionalitäten und wir beheben Fehler, die manchmal bei unserer App auftreten. Und jeden Tag arbeiten wir daran, dass alle Wünsche der Landwirten ausgefüllt werden. Und ja, heute wird unser Webinar um das Lenksystem gehen, also 2 mögliche Lenksysteme. Und gleich geht's weiter. Thank you very much, and I hope you find this useful for you. Vielen Dank und ich hoffe, dass es hilfreich für Sie sein wird. Okay, und bevor wir anfangen, kann ich dann kurz auch unsere Redner vorstellen. Also heute für Sie sind da unser technischer Direktor Alexei Bogotaryov und auch also mit ganz viel Erfahrung in der IT für die Landwirtschaft und er lebt einfach davon. Es ist wirklich eine Leidenschaft für neue Technologien. Und auch Metin. Er ist Landwirt und Ingenieur und studierte Präzisionslandwirtschaft für mehrere Jahre und jetzt auch hat ganz viele Autolenkungssysteme installiert. Also sehr schön, diese Leute heute mit uns zu haben. Thank you, Salomia. Thank you, Michael. Let me tell you about the automatic steering system, which designed and developed by our company with farmers for farmers. Also ja, vielen Dank für mich und für Michael. Und jetzt möchte Alexei damit anfangen, dass er etwas über unser Autolenkungssystem einfach darstellt, was wir konzipiert haben und entwickelt. So
FieldBee automatic steering system allow to upgrade your tractor for hands-free driving. Unser Autolenkungssystem bietet euch die Möglichkeit an, Ihr Schlepper nachzurüsten und dann händefrei fahren. After steering system is suitable for all fieldwork operations such as seeding, planting, disking, plowing, harvesting. So you can use it with high precision, position accuracy for your fieldworks. Unser Autolenkungssystem ist für alle Feldarbeiten geeignet, alle, die Sie dann mit höherer Genauigkeit durchführen können. After steering system contained the components such as FieldBee, tractor GPS navigation, which allow to navigate with AB straight patterns, AB curve. Und hier sehen Sie auch unsere so quasi App dargestellt auf einem Tablet, das eigentlich diese Navigation ermöglicht. Und Sie können dann unterschiedliche AB-Parallelspurführung oder mit Kurven auch arbeiten. And it's Android-based application, and AB lines, you can use it from previous season for the next season. Und momentan funktioniert es nur mit Android und Sie können auch diese AB-Linien auch für nächstes Jahr speichern und wiederverwenden. Also, application keep the last position of finished work from previous day for continue fieldworks for the next day. Und auch Sie können Ihr Ende Ihrer Arbeit speichern und am nächsten Tag wieder da anfangen, wo Sie aufgehört haben. Application allow create a field boundary maps, make a record keeping, and synchronize your data in a cloud. And it's allow to restore your data on other devices. Also Sie können auch hier auf einem Cloud speichern Ihre Daten und das ermöglicht, dass Sie keine Daten verlieren, wenn Sie quasi ein neues Gerät verwenden oder mehrere Geräten und das ist auch ein Vorteil. The next component is FieldBee RTK L2 GNSS receiver allow to define position with centimeter accuracy. Ein sehr wichtiger Bauteil dieses Systems ist unsere FieldBee RTK-GNS-Antenne, Empfänger. Und genau die ermöglicht diese Genauigkeit von 1-2 Zentimeter. For working with centimeter accuracy required a reference base station, and a reference base station can be used from N-trip network provider, such as Spaß or RTK Glue. Und für diese sehr hohe Genauigkeit braucht man auch eine Referenz-Basisstation, eine RTK-Korrektur. Und dafür könnte man zum Beispiel in Deutschland sehr beliebt ist Spaß. And for region where RTK is not achievable, we provide a reference base station, FieldBee base station, which provide the RTK correction signal over Internet or over radio. Und wenn es keine Möglichkeit besteht, einen Provider irgendwo in anderen Ländern zu nutzen, wir bieten auch eine Alternative und das ist unsere FieldBee-Basisstation und mit Verbindung zu Internet oder mit Funkverbindung können Sie gleich RTK-Korrektur erhalten. So the next company is after steering controller, which called GCU S1, developed by Egg Junction Company. Und Herz des Systems ist unser Jobrechner, also nicht unser, es wurde von Egg Junction entwickelt und hier auch sehr oft ECU S1 genannt. Yeah, it's most popular controller on the market today, and it's compatible and used also by companies such as Müller Electronic, Egg Leader, and New Holland pre-installation on the factory. Und es ist sehr beliebt und momentan auf dem Markt ist verwenden bei sehr bekannten
Unternehmen so wie Müller in der Elektronik und ja, New Holland, Reichhardt, Egg-Leader. Egg-Leader. Das haben Sie schon gehört von Alexei direkt. Yes, so that's, and automatic steering controller allow upgrade tractor steering system with mechanical driver unit, so with upgrading your steering wheel. Und es gibt dann unterschiedliche Möglichkeiten, was kann man zu diesem Jobrechner anzuschließen. Vor allem es ist Lenkmotor. Also possibility to upgrade tractor for steering by hydraulic system, with hydraulic valve. Es ist auch eine Möglichkeit, automatisches Lenkung mit Hydraulikventil nachzurüsten. And also it's compatible for some steering ready tractors installation. Und manchmal, wenn es spezielle Installationskits zur Verfügung stehen, kann man schon vorgerüstete Schlepper gleich zu Jobrechner anschließen. Yeah, and for connecting everything, we are providing the Wi-Fi router, which installed inside in tractor cabin. Und um das ganze System irgendwie zusammen zu verbinden, wir nutzen dann auch Wi-Fi-Router. Yeah, it's allowed to get a stable internet connection and decrease amount of cables between the system components. Und es dann trägt dazu bei, dass man stabiles Internet hat. Und Sie können auch sehen, dass mit unterschiedlichen Pfeilen und blau oder rot, welche Teile des Systems kabellose Verbindung haben oder Kabelverbindung haben. So the next, I would like to tell you about the mechanical after steering upgrade kit. Und ich würde gerne ein bisschen mehr über das mechanische Autolenkungssystem sagen. It is high precision and cost-effective after steering system, and it's designed for the tractors and can be upgraded the steering wheel with mechanical driver unit. Also damit könnte man auch höhere Genauigkeit erzielen und Hauptbestandteil ist Lenkradmotor. It doesn't require it to remove the steering wheel. Es ist nicht erforderlich, dann Längsrad zu entfernen. Yeah, and it's mechanical aftersteer system. It's products which we provide on the market. Currently, it's installed on by a lot of farmers by themselves because it's equipped with manual guidelines, with step-by-step installation. Und jetzt ist es unser Hauptprodukt, was wir verkaufen und anbieten, und ganz viele Landwirte haben es auch selbst installiert oder zumindest versucht zu installieren. Wir bieten dann ein Handbuch dazu und es gibt da Schritte, was man durchführen sollte. And it's also allowed to easy switch between one tractor to second tractor with switch kit installation. Und was auch ganz wichtig ist, mit diesem Lenkradmotor könnte man ganz einfach das zwischen mehreren Schlepper umtauschen und verwenden. Man könnte dazu Switch-Kit bestellen und dann geht es ganz schnell und praktisch. For installation for two different tractors, currently system mechanical driver unit has a pre-installation kit which supported by 700 different tractor models. Also um dieses Lenkradsmotor zu installieren und um Lenkradsäule oder Lenkrad zu befestigen, gibt es ganz viele
also hier im Moment spezifische Kits, aber gibt auch ein allgemeines Kit und es ist für mehr ungefähr 7000 Modellen geeignet. And specific kit contain the anti-rotation kits which fixed mechanical driver unit on steering wheel column. Und hier können Sie auch ein paar Beispiele sehen von spezifischen Kits, wie dann Antirotationskit hier befestigt und dieses Lenkradmotor zur Lenkradsäule. Also, for some tractors which not in a list, we provide the generic installation kit. Und auch für meisten Modellen bieten wir allgemeines Kit an. And this kit can be easily adjusted by yourself or by installation engineer. Und hier könnten Sie selbst mit einigen Änderungen das selbst montieren oder bei einem Ingenieur mit Hilfe eines Ingenieurs das machen. Just need to be confident that this gap between steering wheel and steering column, the gap has to be in range 12 centimeters. Also es ist sehr wichtig, dann dabei zu merken, dass es genug Platz zwischen dem Lenkrad und Lenksäule gibt, also ungefähr 12 Zentimeter braucht man. And steering system allow to has a good hydraulic servicing. Und dann ist es ganz praktisch, wenn man das alles installiert, kann man das gut befestigen und umtauschen. So and also you can check it, for example, if you can steer wheel by your finger, only one finger, and it's fast turning steering wheel, so this system applicable for your tractor. Und Sie können auch das überprüfen, ob Sie nur mit einem Finger Ihr Lenkrad lenken können. Und dann ist das System auch geeignet für Sie. So, and just an example of using the from real, so from some our customer, using the mechanical driver unit after steering system, you can see the FieldBee navigation app with steering mechanical driver unit, and this operation, so intercrop cultivation. Ja, und hier können Sie einfach ein kurzes Beispiel sehen, wie unser mechanisches Lenkradmotor aussieht mit unserer Navigations-App und wie genau diese Feldarbeiten durchgeführt werden können. So during driving, during planting operation, farmer keep the AB lines, and for the next mechanical operation, he made a offset of the lines and made a intercrop operation. Also vor allem beim Pflanzen hat der Landwirt irgendwelche AB-Linien festgesetzt und dann bei weiteren Feldarbeiten könnte man einfach einen Offset-Einstellung machen und weitere Feldarbeiten durchführen mit höherer Genauigkeit. So that means with mechanical driver unit you can get really good position accuracy, but yeah, it's exactly depends on quality of steering wheel system. Also das heißt, dass Sie mit Hilfe dieses Autolenkungssystem mit Lenkradmotor können ganz gute Genauigkeit erzielen, aber wenn Ihr Lenkradsystem im Schlepper in ganz guten Zustand ist. Yeah, so that's good point from for the mechanical driver unit, mechanical after steer kit. So it's easy to install even by yourself, and it's fitable with most of all tractors, with most of all popular tractors such as Fendt, Deutz, Massey Ferguson, Class Case tractors, John Deere tractors, and it can be switchable between several tractors.
Also Hauptvorteile des mechanischen Autolenkungssystems sind, dass es ist relativ einfach zu installieren und es ist kompatibel mit der Mehrheit der Schlepper, die sehr bekannt sind, und auch die können dann zwischen mehreren Traktoren umgetauscht werden. Yes, the system of course has some limitation with requiring calibration process, so need to during using system need to maintenance of mechanical components of the system every 6 months, for example, need to care because it's mechanical, and also depends on a hydraulic system. So if it's not easy to steer, and steering column is old, so you need to think about the new product which we're going to announce and present, made a press release today. Also natürlich, wie jeder andere System, gibt es auch manche Begrenzungen, und vor allem, man muss dann eine Kalibrierung durchführen, um diese Genauigkeit zu erhalten, und es hängt sehr stark von Qualität und Zustand des Lenkrades und Lenkradsäule. Also man muss dann ja schon sehen, wie Hydraulik funktioniert und ob es wirklich einfach ist zu lenken. Wenn nicht, wenn dieser Zustand schon etwas schlechter ist oder es ist ein älterer Schlepper, dann muss man schon nachdenken. Yes, so that's, and from Alexei, you are muted. Ja, bitte aufpassen, nicht einander stumm schalten. Okay. So that's from farmers we receive feedbacks about the possibility to integrate the automatic steering with hydraulic to get a more responsive, more accurate steering system. That's why we made the integration with hydraulic steering. Ja, und es gibt immer noch so Traktorsmodellen, die nicht dafür geeignet sind. Es gibt nicht genug Platz zwischen Lenkrad und Lenksäure für unsere mechanische Lösung. Und dann haben uns Landwirte gefragt, ob wir können auch hydraulisches Autolenkungssystem anbieten. Und das machen wir jetzt. Yeah, so thank you. Please, Metin, continue and announce new product. Also danke, und jetzt wird Metin weiter unser neues Produkt darstellen. Hello, welcome everyone. Thank you, Alexei, Solovia. And I would like to introduce our new product. It's hydraulic steer. And a few years ago, as Alexei said, we started a request from the farmers. But until now, we were not able to launch hydraulic steer. And to answer all farmer needs, we have integrated our current auto steer components with the hydraulic valve. And previously we import. Maybe I will translate. Yeah. Also wir werden gefragt, wie schon erwähnt bei Alexei, bei vielen Landwirten diese Möglichkeit anzubieten mit hydraulisches Autolenkungssystem, aber bis jetzt könnten wir das nicht machen, und nur vor kurzem haben wir das geschafft und unsere Komponenten dazu integriert, dass es auch jetzt mit Hydraulikventil zusammenarbeitet. Yeah, and we perform a successful hydraulic installation with our customer in Germany, Jan Lausen. Es war unsere erste Installation. Es war in Deutschland bei unserem Kunden Jan Lausen, und es war erfolgreich. Also wir freuen uns sehr, und es zeigt nur noch einmal, wie beliebt das System in Deutschland ist und wie viele Leute interessieren sich dafür. Yeah, and what are the features of the new product? Also jetzt möchte ich auch darstellen, was sind dann diese Eigenschaften von unserem neuen Produkt.
So it is compatible with many of agricultural vehicles, especially with the low-speed ones. Und es ist geeignet für alle sozusagen landwirtschaftlichen Maschinen und auch besonders für diese, die mit geringen Schwierigkeiten arbeiten. Yeah, and according to the vehicle hydraulic system, we provide open center hydraulic system. We provide solution for open center systems and closed center hydraulic system vehicles. Und es gibt zwei Arten von hydraulisches System, also die ja sehr überall vorkommen. Und das ist dann Open Center und Closed Center hydraulisches System. Und dann, wenn wir wissen, welche da ist, können wir eine Lösung anbieten. Yeah, and can be used to achieve high accuracy for the all tractors. Also das ermöglicht eine sehr große Genauigkeit zu erzielen für alle Traktoren. So furthermore, is a perfect solution, and especially when steering wheel doesn't allow you to install mechanical auto steer, like. Ja, da das Signal gleich von Radwinkelsensoren kommt zu diesem ECU-Jobrechner, ist sehr genau mit Berechnung von Radwinkel und das ist eine perfekte Lösung für alle Schlepper, die dafür nicht geeignet ist, mit einem mechanisches Lenkradmotor auszurüsten. So Alexei has mentioned previously while describing the limitation of auto steer, especially with the distance between steering column dashboard and the steering wheel, it's at least need to be 12 centimeter as a safety distance. Und Alexei hat schon früher gesagt, dass dieser Abstand zwischen Lenkrad und auch Armaturenbrett, es muss zumindest 12 Zentimeter sein. Es gibt auch viele Schlepper, dass das nicht der Fall ist. So what's new with the hydraulic auto steer components? Mainly we use a hydraulic valve. Und was ist hier anders mit unserem neuen Produkt, hydraulisches Lenkradsystem? Wir nutzen hier Hydraulikventil. And a wheel angle sensor, which is precisely calculating wheel angle heading position. Und auch Radwinkelsensor, der sehr genau damit ist, Radwinkel zu berechnen. And as the other components, as we mentioned previously, ECU controller, L2 FieldBee L2 receiver, Wi-Fi router, and navigation app. Und alle anderen Komponenten bleiben gleich, die wir schon früher vorgestellt haben. Das ist unsere Antenne, das ist Jobrechner und unsere Navigations-App sowie Wi-Fi-Router. And here on the menu of tractors, we have mainly two different hydraulic systems. Und meistens, wir haben zwei Typen von hydraulischen Systemen auf Schlepper. And some of tractor has a open center hydraulic system. Für einige ist es Open Center hydraulische Schaltung. And the other type of tractors has a closed center hydraulic system, including load sensing. Und für manche ist es Closed Center hydraulische Schaltung. And some other tractors has a closed center, but steering modules only operating only using open center hydraulic system. Und für manche ist es Closed Center hydraulische Schaltung, aber für Lenkung nutzen die Open Center. Also das ist dann alles zusammen. So
for us is important. Like previously, we were requesting from our clients some information to define their to define their hydraulic system on the project. Und deswegen ist es für uns sehr wichtig, diese Informationen zu haben. Und deswegen haben wir auch gefragt für Fotos und damit wir können dann irgendwie entscheiden, ob es Open Center hydraulische Schaltung ist oder Closed Center. So it is important for us because as much as we receive information from you, then it will be easier to draw hydraulic diagram of your tractor and to provide you suitable position, suitable product. Und wenn wir diese Informationen haben, können wir so ein Diagramm erstellen von Ihrem Schlepper und dann Ihnen richtige Lösungen und richtiges System anzubieten. Yeah, here it is our first installation in Germany with Und Jan. Hier sehen Sie ein Beispiel, ein Video von unserer ersten Installation in Deutschland bei Jan Lausen. And what is the difference between the mechanical and hydraulic steer? As you see, it's a highest accuracy, and there is. Yeah, can we play again? So with the hydraulic auto steer, like it is more harder installation, but as you see, we provide more comfort, and steering wheel doesn't turn while hydraulic system is over control the system. Und wie Sie sehen, es gibt dann mehr Gemütlichkeit in der Traktorkabine, wenn Sie hydraulisches Autolenkungssystem haben, da das Lenkrad bewegt sich nicht und es ist dann auch viel genauer. Yeah. Can we go to the next one? Yeah. So here, what are the advantages of the hydraulic steer and what we are expecting? So as we said, like a highest accuracy. The biggest advantage of the hydraulic steer is due to direction of directly controlling the system. Und jetzt möchten wir ein bisschen über Vorteile sprechen und vor allem, das ist diese höchste stabile Präzision, da diese Berechnung direkt von Radwinkelsensor ausgeht. So it prevents any mistakes of the gaps in the steering system, like such as gaps on the end rods. Und dann wird es keine Fehler geben oder wenn manche Stellen ausfallen. Es wird nicht vorkommen. Orbital or the gap on the steering wheel. Orbital oder Ausfälle auf diesem Lenkrad. Yeah, and due to not remove, we don't install any additional components on the steering wheel. So it's provide us to offer for older tractors. So with hydraulic steer, you can easily make your old tractor as equipped with GPS. Und da wir keine extra Geräten an Lenkrad oder Lenksäule montieren müssen, da können wir auch ältere Traktoren so genau präzise und mit GPS ausgerüstet machen wie neuere. Yeah, and the other thing is Alexei, just to make correction, the mechanical auto steer, unfortunately, we are not able to install due to distance between the steering column and steering wheel. So for the class tractor and the other tractor, which has a limitation,
So we are able to install for all kind of tractors. Und noch einmal, dass wenn es irgendwelchen Begrenzungen gibt bezüglich zum Beispiel ganz oft für Class-Traktor es nicht genug Platz für diesen Lenkradmotor gibt, das können wir dann fast auf allen Traktoren aufrüsten mit hydraulischem Autolenkungssystem. And after the installation, so your tractor become a steer-ready tractor. Und nach dieser Installation, Ihr Schlepper wird gleich wie vorgerüstete Schlepper sein. And what about limitations with the hydraulic steer installation? Is the first main limitation is we need professionals for installation. Und es gibt einige Begrenzungen auch und das sind dann, dass eine fachliche Installation erforderlich ist, also es kann nicht so leicht installiert werden. Because to define a good solution, good installation, prevent any mistakes during installation, we require like at least 10 hydraulic installation. So Also damit es dann gut funktioniert und Sie sicher sind, dass alles richtig läuft, Sie brauchen jemanden mit Erfahrung, also zumindest 10 hydraulische Installationen. Yeah, and installation time, it's a bit longer than mechanical auto steer. Und auch diese Installationszeit dauert etwas länger als mit mechanischem Lenkradmotor. Yeah, and due to diagrams and different hydraulic system between tractors and the other vehicles like combine sprayer, it is not easy to change between machines. Und vor allem wegen diesen Diagramms und dass es ganz viele Unterschiede gibt und zwischen Systemen auf anderen Maschinen ist es nicht möglich, das System umzutauschen oder dauert viel zu lang. Okay, we can go to next. And for these reasons, we provide installation services through our partners in different countries. And we provide installation in Austria, Belgium, Belarus, Germany, Hungary, Luxembourg, Mongolia, Netherlands, Poland, Slovakia, Ukraine, Romania, and Norway. Also wegen dieser Gründen, dass es nicht so einfach ist, haben wir auch eine Zusammenarbeit gegründet und wir bieten auch Installationsservices bei unseren Partnern und hier auf der Karte können Sie alle die Länder sehen, wo es momentan zur Verfügung steht oder möglich ist. And for the other countries, you can get service from the professional mechanic services or like by Class, Müller, Eglider or T-Jet dealers might help you for installation. Und wenn es keine Installationsservices in Ihrem Land zur Verfügung stehen, da können Sie einfach nachfragen bei einem Mechaniker mit Erfahrung bei diesen Systemen und Sie können da sicher eine Hilfe bekommen. Okay, we can go next. So we have a special offer here. We offer in Germany, in Belgium, and the Netherlands, we provide a free installation service for your tractor. Wir haben hier jetzt ein Sonderangebot. Wir freuen uns, das heute zu präsentieren. Und das ist, dass wir bieten eine kostenlose Installation in Deutschland, den Niederlanden und Belgien für unser neues Produkt. Und das ist für die ersten 20 Kunden. So for the first 20 it is valid for the first 20 customers. Yes, I said it already. Also ja, für unseren ersten 20 Kunden hat Metten wieder Gold. Das muss sich beeilen.
it might be very interesting for you, and for the free installation, you will save a lot of cost from the installation. Also es könnte interessant für euch sein, da Sie können viel Geld damit sparen, dass Sie nicht für diese Installation bezahlen. Okay, thank you very much, and I will give a voice again to Alexei. Thank you, Solomia. Vielen Dank, und jetzt wird Alexei weiter erzählen über RTK und Spaß Invest. Thank you, Metin, for explanation about hydraulic system. Yeah, and I want to tell that end of webinar we will discuss the question which we receive in the chat. Yeah, and we'll discuss some question that is necessary for you. Und Alexei wollte damit anfangen, dass er wollte sagen, dass wir all diese Fragen im Chat sehen, und wir werden dazu zurückkommen am Ende des Webinars, also seien Sie geduldig und dann kommen wir gleich dazu. And now I want to tell about the RTK, about the how to get a centimeter accuracy with FieldBee RTK receiver. Und jetzt möchte ich ein bisschen darüber erzählen, wie könnte man diese RTK-Genauigkeit erzielen mit Empfänger. So that in Germany, this entry provider provide the signal correction signal for RTK receiver, which support RTCM3 format. Und in Deutschland ist es auch eine einzigartige Möglichkeit. Es gibt Spaß, staatliches Dienstleitung für RTK-Korrektur, und es funktioniert mit unseren Antennen. Das Signal ist genau passend. And you need just connect FieldBee RTK receiver to the internet and connect to the entry provider. And base station has to be in a range 20 kilometers between receiver and base station from entry provider. Und Sie brauchen dann nur Internetverbindung für Ihre Antenne, und dann können Sie sich mit Zugangsdaten an Spaß-Dienste anschließen. Und es gibt auch eine Besonderheit: diese Distanz zwischen Ihrem Traktor und Referenzstation müsste nicht mehr als 20 Kilometer sein. In case when entry network is not available, we provide the FieldBee RTK base station. Also wenn es dann nicht der Fall ist und Sie bräuchten dort, also diese Distanz ist viel zu groß und Sie keine andere Möglichkeit haben, wir bieten dann auch noch eine Lösung FieldBee RTK GNS Basisstation, und dann können Sie auch diese Korrektur erhalten. Yeah, and you can, so that for in Germany, Spaß provide the RTK correction for free for some region. You can check your region by this QR code. Und eine noch Besonderheit in vielen Bundesländern, also Sie können die jetzt grün auf dieser Karte sehen, bietet Spaß diese RTK-Korrektursignal kostenlos an. Und Sie können auch diese QR-Code nutzen und überprüfen, wie das in Ihrem Bundesland aussieht. And for after so that's you need to receive the credential, login and password with access to the entry network. Also Sie brauchen dann so irgendwelche Zugangsdaten, IP-Adresse, Passwort, Mount Point, und dann können Sie damit arbeiten. And this parameter need configure in FieldBee with Toolbox Android application. Und Sie werden dann gleich diese Zugangsdaten in unserer App FieldBee Toolbox angeben. And use centimeter accuracy with FieldBee and automatic steering system.
Und dann können Sie gleich damit anfangen mit dieser 1-2 Zentimeter Genauigkeit und Autolenkungssystem. Yes, so that is briefly explanation about the connecting to Internet network. Additional information you all time can get from support team. Also das ist ganz kurz über diese Darstellung, wie man diese SAPOS-Verbindung erhält und wie das funktioniert. Wenn es irgendwelche tiefere oder weitere Fragen gibt, jederzeit könnten Sie uns an unseren Support wenden und dann werden Sie ganz genaue Erklärungen erhalten. Ja, Yes, so and now, Salmi, you can explain that maybe about it, how to buy. Und jetzt könnte ich das selbst erzählen, da ich diese Firma Verkaufsberaterin bin. Wie kauft man das System, wie das läuft? Ganz viele Kunden kontaktieren uns und fragen, ob es einen Händler gibt oder wie funktioniert es. Und Sie können gleich also diesen QR-Code scannen und dann werden Sie an unserer Produktseite gelandet. Sie können dann aussuchen, für welchen Produkt interessieren Sie sich. Entweder möchten Sie einfach mit unserer Antenne anfangen und alles testen oder gleich brauchen Sie Autolenkungssystem und dann klicken Sie ein Angebot bekommen. Wir haben gleich ein paar zusätzliche Fragen, das wir brauchen, um gleich ein richtiges Angebot zu erstellen, wie Traktormodell oder Baujahr und so weiter. Und dann, sobald es nur geht, da wir jetzt momentan ganz viele Autolenkungssystemanfragen haben, werden wir antworten und Ihnen weiterhelfen mit dem Kauf. Next slide, please. So, für unser neues Produkt, hydraulisches Autolenkungssystem, brauchen wir jetzt extra Informationen, wie schon früher gehört. Es wird jetzt nicht nur mit Traktormodell und Baujahr so einfach gehen. Wir bräuchten so Bilder, um dann das weiter an Metin oder unsere technische Abteilung weiterzuleiten. Und Sie können dann das feststellen, ob es Open Center, hydraulisches System ist oder Closed Center. Und andere Bauteile, also wir bieten dann meistens so, wir senden auch Beispiele zu, wie die Fotos aussehen sollen. Und wir können dann ganz genau diese Diagramm machen und richtige Bauteile anbieten. Next slide, please. Okay, und jetzt allerwichtigste, das sind unsere Autolenkungssystempakete, also wie viel das kostet. Und hier können Sie sehen, dass unser mechanische Lenkradmotorsystem ist billiger und Preis fängt ab 5.885 € und was da alles reinkommt. Und auch für hydraulisches System ist es etwas teurer, aber dafür ist es auch größere Genauigkeit und auch für geringe Geschwindigkeiten, also es zählt sich dann auch aus, zum Beispiel für die Traktoren, die kein MDU bekommen können, ist es eine gute Lösung. Also hier können Sie auch sehen, was für Sie passend ist. Okay, and next. Yeah. So that's this is last slide, I think. We have this. Yeah, before the next slide, let's discuss the question which we received during webinar, and the first question about the switching automatic steering controller, just from Gregor Holland. He asked about it. Is it required the additional calibration of the vehicle after switching to the next truck? Und jetzt sind wir langsam zu Ende gekommen. Also jetzt schon im Voraus vielen Dank für diese Geduld und vielleicht, hoffentlich war es interessant. Und wir werden gleich mit den Fragen anfangen. Und erste Frage war von Herrn Holland. Und er hat gefragt, ob man muss immer wieder kalibrieren, wenn man zwischen Traktoren das System wechselt. Yeah, and
Sami, maybe you already explained it, but yeah, the answer is automatic steering controller has several profiles for each vehicle with calibrated profile. So it doesn't require recalibration, just needs switch profile of the vehicle after installation. Also jedes Schlepper hat dann auf diesem Jobrechner so ein Profil mit Kalibration und das ist für jede andere Maschine quasi. Und wenn man das einmal durchgeführt hat, dann könnte man einfach das auswählen auf diesem Jobrechner und man muss das nicht immer wieder wiederholen. So that's mean only one calibration per vehicle. Also das heißt eine Kalibration pro eine Maschine. Ja, es braucht man. And if you, for example, change the steering, change the wheels of the tractors for the tractor, and some configuration of tractor is changed. Yeah, so in this case, you can create additional profile. Und wenn Sie irgendwelchen Änderungen mit Lenksystem durchführen und ja, dann ist etwas geändert, das müsste man dann nochmal wieder kalibrieren. Yeah, and also some question about the licensing after upgrading system. It is important question. Und es gab noch eine Frage über Betriebserlaubnis mit dem Lenksystem. Sehr wichtige Frage. So the system has a safety, keep the safety requirements according that no driving on a road and system cannot be engaged on a road also. So it can be used only on a field. We have a safety warnings, notification in application. Und es gibt dann so Sicherheitsvorschläge oder was man machen muss. Und das heißt, dass man das nur auf dem Feld verwenden kann und nicht auf den Straßen. Also es gibt auch in unseren App, dass man das im Kopf hält. So in this case, you can recheck your licenses according this safety restriction, and it could be keep your license because it's not impact on other driving parameters. Also es beeinflusst keine weiteren Lenkungseigenschaften von der Maschine, also nur während dieser Verwendung von Jobrechner. Und ja, das heißt ja, es beeinflusst nicht. So the next question about the steering wheel sensor for the tractor's case MXU Pro, about the compatible wheel angle sensor. So we will check by our support team compatibility with this V-angle sensor and answer to you. Please send us a request form for the steering system with information of your tractor model. Keep your email address and we will give you feedback about do you need V-angle sensor or not. Anyway, hydraulic system contains that V-angle sensor included on basic kit. Ja, wir hatten eine Frage im Chat auf Englisch über, wenn man schon eine Lenkradsensor hat, Winkelsensor hat, ob man dann, ja, ob das geeignet ist oder nicht. Und das müssen wir nochmal überprüfen bei unserem Support-Team und dann genau sagen, in diesem Fall mit dieser Maschine, ob dann man noch etwas extra braucht oder nicht. Aber auf jeden Fall mit unserem hydraulischen System gehört es schon dazu. Also man bekommt dann gleich auch Radwinkelsensor. Yes, about the question
is it steering system or also section control system via ISA-bus and so on? Good question from Christoph. Currently, we provide only automatic steering system, and we are working all time with improvement functionality. And you will receive maybe section control maybe in next year or in few years later, because we have a roadmap of improving our product and development. So that's for today only after steering. Tomorrow, even autonomous steering will be available. Also vielen Dank, Christoph, für diese Frage über das Lenken. Und aktuell bieten wir nur diese Autolenksystem händefrei, ohne Sektion-Kontroll oder ISO-Bus. Aber wir entwickeln uns und wir haben das in Pläne. Also vielleicht nächstes Jahr schon haben wir diesen Sektionskontroll oder ja, vielleicht in ein paar Jahren. Also momentan haben wir auch so eine Entwicklungsmap, Karte und ja, es ist nicht nur ein Produkt, das da stehen bleibt, aber es entwickelt sich und wir haben auch bei unserem Empfänger ganz viel Hardware eingebaut. Und wenn Sie dann über das Internet Updates bekommen, haben Sie dann andere Funktionalitäten wie Neigungskompensation und Funkmodul und so weiter und so fort, was wir dann weiterentwickeln. Yeah, and from Christoph also question about that, how does it cost for steering ready system? Just yes, you can. Oh, my son wants to sleep. You can. Yes, Yeah, no problem. It's loud, yeah. Kinder, Familien. Also es gibt auch eine Frage über Kosten für vorgerüstete Traktoren und da bräuchten wir schon wirklich ein E-Mail und weitere Informationen, was für ein Traktor, Baujahr, Modell und wir können das an unsere technische Abteilung weiterleiten. Manchmal gibt es besondere Installationskits und dann bräuchte man nur so Kabelset und Jobrechner und dann funktioniert es. Aber das müssen wir dann genauer für jeden Fall entscheiden und angucken. Oder, yeah, that's a really popular question about iOS version. We all time, so that's for iOS application, we all time see that for installation you need to buy the tablet, Android tablet, and use in it your tractor because it's easy to upgrade on next year with biggest screen and so on. So that's a lot of different Android devices now on the market and allow to make a more affordable and cost-effective system. Ja, und das ist auch ganz beliebte Frage über iOS-System und unsere App. Und wir ja, sagen und schreiben überall, dass es nur für Android geeignet ist. Also unsere Hauptidee war, das ja, so günstig und leistbar für alle, wie es nur möglich ist, zu machen. Und mit iOS ist es nicht immer der Fall. Und deswegen haben wir erst mit Android angefangen. Aber vielleicht in der näheren Zukunft wird es auch für iOS entwickelt. Also bleiben Sie mit uns. Yeah, and of course, it's durability question about the dust resistance and so on. So iOS tablets is not designed for using in tractor cabin. For Android, you can find the industrial tablet which designed for tractor cabin, and so you have a lot of options with bigger screen, even with smartphone. You can. Ja, und es gibt dann mehr Möglichkeiten, ein Gerät auszuwählen, das für eine Kabine und ja, geeignet ist. Es ist nicht immer besonders einfach da zu arbeiten und für iOS könnte auch ja irgendwelche Störungen geben. Und es gab auch eine Frage von Christian über Funktionalität, Infoveranstaltung und ja genau, wir wissen diesen Bedarf, wir kennen darüber, wir wissen darüber und ja, Maria hat schon geantwortet und hier sehen Sie auch 18. September, auch gleich 8 Uhr und da werden Sie mehr über unsere Anwendung von unserer App erfahren und Funktionalität.
Yes, so that's about the constellation, satellites constellation from receiver. Yeah, so that's currently we are supporting the 4 different constellation type, such as GPS, GLONASS, Beidou and Galileo. All together, yeah. Also auch die Frage über Satellitenkonfiguration, und unser L2-GNS-Empfänger arbeitet auf 2 Frequenzen, die Satellitensignale von GPS, GLONASS, Galileo und Beidou empfangen. Also ja. Okay, also ich glaube, das waren alle Fragen soweit. Also wir waren nicht viele, aber wir waren hier und hoffentlich hat es geholfen, war das informativ. Sie können uns dann gerne mitteilen, so Feedbacks, und uns eine E-Mail schreiben, kontaktieren, wenn es irgendwelche spezifische Fragen gibt, immer gerne. Yeah, so that's all question, and Salmi, you already explained it about information about next event. Here we want to during next event maybe more deeply explain about the application, use cases, and how you can use the navigation in your tractor cabin. Yes, I told that, but we got one more question about using base station and red RTK signal to neighbors with edgy Trimble or Rowan systems. Yeah, so that's currently we're not compatible with Trimble system, and let's see, in 1 month maybe we will make an update about compatible or not. So now it's on a question. Now we tested today, no, tomorrow could be. Also es gab noch diese letzte Frage über Basisstation, ob es auch mit Trimble und Ravel-Systemen kompatibel ist. Und momentan ist es leider ein Nein, da Trimble ein spezifisches RTK-Signal erhält. Und wir arbeiten daran, und vielleicht sogar im nächsten Monat könnte es der Fall sein, aber momentan nicht. Anyway, Marius, please contact with support team with this question. We will keep an update about our compatibility with you, and as we will have an update, we will let you know. Oh, after buying system, we will send you update of firmware. Yeah. Also bleiben Sie einfach mit uns in Kontakt. Sie können an unser Support-Team schreiben, eine E-Mail, und wenn wir irgendwelche Updates haben und es kompatibel wird, können wir gleich eine Benachrichtigung senden oder mitteilen, oder Sie können einfach das System jetzt testen und dann bekommen Sie diese Updates einfach zugeschickt. One more question about lines. Can one just drive lines or also contours? Yeah, current version support driving by contour, by only one contour. Yeah, we are supporting. Driving for several contours, so will be available in beginning of next year. Also momentan noch eine Frage von Christoph. Momentan man könnte mit Kontouren fahren, aber nur mit einem Kontur. Und wir arbeiten daran, dass Anfang nächstes Jahr man könnte auch mit mehreren Kontouren fahren. Yeah, and you can use the curve, and you can make a several curve for each side of the field. And this case, you can combine this several curve around your field. Und, aber momentan, Sie können mit Kurven arbeiten, und Sie können einfach diese Funktionalität am Rand nutzen und das kombinieren unterschiedlicher Kurven. Yes. So that's, I think that's it for today.
Also wir glauben, dass es schon langsam zu Ende kommt und es ist für heute genug. Vielen Dank, dass Sie heute mit uns waren. Wir wissen alle, dass es Wochenende und Samstagabend, man könnte ganz viele andere Sachen machen, aber ja, vielen Dank, dass Sie hier heute waren. Thank you for your attention, for your time. Have a nice weekend. Ja, schönes Wochenende noch ein Tag bleibt übrig und wir hoffen, euch dann nächstes Mal am 18. September zu sehen. So, bye bye. Also, thank you very much. vielen Dank, tschüss, bis zum nächsten Mal.